Entscheide dich jetzt. Wenn du gehst, wird sich niemand an dich erinnern. Aber wenn du bleibst, wirst du Zeuge von Berlins Leben vor 800 Jahren. Wenn du bereit bist, lass uns in die Zeit des modernen, 4 Millionen Einwohner zählenden Berlins reisen. 800 Jahre zurück. Lass uns gemeinsam sehen, wie die Menschen damals lebten. Stille Straßen, arme Menschen und schwere Zeiten. Das Jahr 1237. Du bist jetzt nicht in einer großen Stadt. Du bist an einem kleinen Ort, von dem noch niemand gehört hat. Die Sonne ist gerade aufgegangen, ihr Licht blendet noch nicht. Der Boden ist durch die Feuchtigkeit weich geworden. Und die Spree, die es seit Jahrtausenden gibt, ist kaum zu sehen. Der Fluss ist überall von Nebel umhüllt. In der Luft liegt der Geruch von feuchter Erde. Stell dir vor, du stehst auf dieser Holzbrücke. Weißt du, welche Bedeutung diese Brücke hat? Sie verbindet zwei Orte. Auf der einen Seite liegt Berlin, auf der anderen Köln. In der Umgebung stehen kleine Häuser, unregelmäßig verteilt. Wie leben die Menschen hier wohl? Lass es uns gemeinsam erleben. Die meisten Häuser bestehen aus nur einem Raum und sind aus Holz gebaut. Die Bretter sind mit Lehm zusammengefügt. Die Dächer sind mit Stroh gedeckt. Überall ist es dunkel. Die einzige Lichtquelle ist das Feuer. Das Feuer dient nicht nur der Beleuchtung. Darauf wird gekocht, es wärmt das Haus. Außerdem versammeln sich die Menschen abends darum. Das Innere der Häuser ist sehr schlicht. Ein Holztisch, vielleicht eine Truhe. Zum Schlafen wird Stroh verwendet. Privatsphäre gibt es nicht. Viele Menschen schlafen nebeneinander in einem Raum. An manchen Nächten holen sie auch ihre Tiere ins Haus. Den Geruch müssen sie ertragen. Denn draußen ist es sehr kalt. Und das Leben spielt sich draußen ab. Eine Frau entzündet ein Feuer. Offensichtlich wird sie etwas kochen. Wahrscheinlich Gerstenbrei. Daneben liegt hartes Brot. Die Menschen hier ernähren sich meist von Getreide. Manchmal wird auch Fisch gegessen. Die Menschen trinken meist lieber Bier als Wasser. Denn Wasser ist nicht immer sicher, die Umgebung ist ziemlich verschmutzt. Abfälle werden hinausgeworfen, überall verbreitet sich ein unangenehmer Geruch. Der Alkoholgehalt des Bieres ist sehr gering. Das für die Bierherstellung verwendete Wasser wird abgekocht. So wird es besser trinkbar. Hättest du in dieser Zeit unter solchen Bedingungen leben können? Schreib deine Gedanken gern in die Kommentare. Das Leben in den Straßen Berlins im 13. Jahrhundert geht weiter. Unser Blick fällt auf einen Fischer namens Heinrich. Es ist noch früh am Morgen. Mit Hoffnung wirft er sein Netz in den Fluss. Wer weiß, wie viele Stunden er hier bleiben wird. Wie oft wird er das Netz noch einholen und wieder auswerfen? Seine Arbeit ist schwer, aber wenn er Fische fängt, kann er am Abend gut essen. Was, wenn er mit leeren Händen zurückkehrt? Dann bleibt der Tisch leer. Während Heinrich fischt, sind auch die Kinder beschäftigt. Für sie beginnt das Leben früh. Alles, was sie lernen, lernen sie aus dem, was ihnen gegeben wird. Manche lernen es, indem sie Wasser nach Hause tragen. Andere, indem sie Holz sammeln. Die Glücklichen unter ihnen lernen ein Handwerk an der Seite ihres Vaters. Hans ist einer von ihnen. Er ist erst 11 Jahre alt. Überall liegt Staub. Er arbeitet in der Werkstatt seines Vaters. Der Raum riecht stark nach Holz. Auch wenn Hans noch nicht viel kann, hilft er seinem Vater. Er trägt Späne und stapelt kleine Holzstücke für das Feuer. Am Ende des Tages ist er sehr müde, aber er ist stolz, seinem Vater geholfen zu haben. In ihrer freien Zeit spielen die Kinder mit selbstgemachtem Spielzeug. Puppen aus Lehm, Schwerter aus Holz und Bögen aus Ästen gehören zu ihren liebsten Spielsachen. Wenn du das Berlin der 1200er Jahre näher kennenlernen möchtest, kann das Museumsdorf Düppel ein schöner Ort für dich sein. Dort findest du viele Beispiele, die dir das Mittelalter näher bringen. Jetzt werden wir das Leben der wichtigsten Menschen jener Zeit näher betrachten. Die Frauen, die die ganze Last tragen. Was tun sie? Wie leben sie?
Frauen stehen im Zentrum des Alltags. Ohne sie würde alles zusammenbrechen. Sie sind sowohl zu Hause als auch draußen aktiv. Viele verkaufen etwas auf dem kleinen Markt. Manche verkaufen Brot, andere getrocknete Lebensmittel, wieder andere Stoffe. Greta ist eine von ihnen. Wie viele andere Frauen beginnt auch ihr Tag sehr früh. Sie steht früh auf, knetet Teig und backt Brot. Sie ist sehr müde, aber ihre Arbeit ist noch nicht beendet. Mit warmem Brot nimmt sie ihren Platz auf dem Markt ein. Dieses Brot wird in wenigen Stunden ausverkauft sein. Denn in jener Zeit funktioniert der Handel anders. Aber wie? Die Antwort darauf finden wir auf dem Marktplatz. Rufe, laute Verhandlungen, Gelächter. Auf der einen Seite Bauern mit Getreide, auf der anderen Schmiede mit ihren Messern. Und das, was den Handel ermöglicht, ist der Tausch. Manchmal wird ein Werkzeug gegen einen Sack Getreide getauscht, manchmal gegen ein Brot. Was die Menschen brauchen, bestimmt den Wert des Tausches. Stell dir Greta vor. Sie hält ein warmes Brot in der Hand. Auf dem Stand gegenüber liegt ein Messer, das sie in der Küche gebrauchen kann. Greta gibt ihr Brot und nimmt das Messer. Während der Markt voller wird, fällt etwas auf. Es gibt Menschen, die nicht von hier sind. Sie bringen Dinge mit, die es hier nicht gibt. Pelze, Stoffe, Fisch und vor allem Salz. Warum ist Salz wichtig? Weil es für die Aufbewahrung von Lebensmitteln unverzichtbar ist. Dieser Markt ist ein Treffpunkt zwischen Ost und West. Noch kein großes Handelszentrum, aber ein Übergangspunkt. Ein Ort, an dem Menschen anhalten, handeln und Wege sich kreuzen. Überall herrscht Bewegung, doch das macht das Leben nicht leichter. Im Gegenteil, jeder muss kämpfen. Der Boden bringt wenig Ertrag. Im Winter ist es sehr kalt. Wegen mangelnder Sauberkeit breiten sich Krankheiten schnell aus. Selbst eine kleine Wunde kann zum Tod führen. Und trotzdem gehen sie nicht weg. Warum? Weil der Wunsch, sich eine Zukunft aufzubauen, stärker ist als alles andere. Am Ende des Tages beginnt der Kreislauf von vorn. Die Hektik des Tages endet. Die Menschen kehren in ihre Häuser zurück. Die kleinen Räume füllen sich wieder. Das Feuer wird erneut entfacht. Das Essen wird wieder aufgewärmt. Alles ist sehr schlicht. Die Menschen konzentrieren sich auf das Nötigste. Die ganze Familie sitzt zusammen, spricht über die nächsten Tage und plant, was sie tun werden. Doch das Leben am Abend findet nicht nur zu Hause statt. Die Menschen versammeln sich in einer Taverne. An einem Holztisch trinken sie Bier und sprechen darüber, was sie tauschen können und welche Möglichkeiten sich ergeben. Händler erzählen von ihren Reisen, Fischer von ihren immer gleichen Tagen. Mit der Zeit legt sich die Dunkelheit über die Straßen. Nachts geht niemand hinaus. Es ist zu gefährlich. Einige patrouillieren. Die größte Gefahr ist ein Feuer. Ein kleiner Funke kann alles zerstören. Denn die Häuser sind aus Holz, die Dächer aus Stroh. Die Stille der Nacht legt sich über das Berlin der 1200er Jahre. Und in diesem Moment verstehst du, diese Menschen versuchen nicht nur zu überleben, sie bauen etwas auf. Etwas, das größer ist als sie selbst. Heinrich schläft. Am nächsten Morgen wird er wieder zur Brücke gehen, vielleicht in der Hoffnung, ein paar Fische zu fangen. Er weiß nicht, was der nächste Tag bringen wird. Aber du weißt es jetzt. Du stehst wieder auf der Brücke. Der Nebel ist zurück. Du weißt, dass sich dieser Ort in den kommenden Jahrhunderten stark verändern wird. Nach diesen Menschen werden noch Hunderttausende diese Brücke überqueren. Berlin und Köln, die jetzt zwei getrennte Orte sind, werden im Jahr 1709 offiziell vereint. Der Name Köln wird langsam verschwinden. Die Stadt wird als Berlin bekannt sein. Was würdest du fühlen, wenn du dort wärst? In welchem Beruf würdest du arbeiten? Schreib es in die Kommentare. Es gibt noch viele Geschichten aus Berlins Vergangenheit zu erzählen, das kannst du mir glauben.